Hast du je das Gefühl gehabt, dass dein Blutzucker mit jedem Bissen einer süßen Frucht steigen könnte? Wenn du Diabetes hast, wurde dir bestimmt gesagt, dass du alles Süße meiden sollst, besonders Obst. Aber was, wenn dieser Rat einfach nur eine übervorsichtige Maßnahme ist? Tatsächlich können einige der beliebtesten Früchte, die du jede Woche im Supermarkt siehst, den Blutzucker sogar senken, statt ihn in die Höhe zu treiben. Neue Studien zeigen, dass zwei besonders süße Früchte, die Diabetiker oft meiden, den Blutzucker stabilisieren und sogar Insulinspitzen abfedern können. Diese Früchte sind günstig, überall erhältlich und von Natur aus süß. Genau deshalb werden sie von Diabetikern und Abnehmwilligen oft kritisch beäugt. Amerikanische Ärzte überdenken nun ihre Empfehlungen und verzeichnen erstaunliche Erfolge in der Blutzuckerkontrolle. Heute zeige ich dir, um welche Früchte es sich handelt und warum sie deinem Körper guttun. Bitte gib diesem Video ein Like, damit es mehr Menschen erreicht, die ihren Diabetes natürlich unterstützen möchten. Denn mit dieser Herausforderung sollte niemand alleine dastehen. Stell dir vor, du greifst an einem warmen Tag zu einer erfrischenden, saftigen Melone aus deinem Kühlschrank. Dieser süße, kühle Geschmack fühlt sich wie eine kleine Belohnung an. Aber wusstest du, dass die Erfrischung nicht der einzige Vorteil ist? Es könnte sein, dass sie dir sogar hilft, deinen Blutzucker besser zu managen? Viele Diabetiker meiden süße Früchte wie Melone aus Angst vor Blutzuckerspitzen. Doch einfache Tests und Erfahrungsberichte zeigen ein anderes Bild. Der Schlüssel liegt in der natürlichen Kombination aus Wasser, Ballaststoffen und der idealen Zuckermenge in der Melone. Richtig genossen wird sie zu einer Verbündeten statt zu einem Risiko. Wassermelonen, Kantalopenmelonen, sie alle sind kalorienreich und enthalten viel Wasser. Das heißt, sie machen satt, ohne deinen Körper zu belasten. Bevor wir starten, verrate mir doch in den Kommentaren, wo du gerade zuschaust. Hast du Fragen? Stell sie mir gerne unten. Und vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um die besten Gesundheitstipps von Xenia Gesund TV nicht zu verpassen. Schreib mir eine 1 in die Kommentare, wenn du bereit bist mitzumachen, andernfalls eine 0. Dieses zusätzliche Wasser kann sogar Schwellungen in deinen Gelenken oder Beinen lindern, wenn du darunter leidest. Wasserreiche Früchte unterstützen die Nieren und helfen, ungewünschte Stoffe auszuspülen. Ich spreche oft mit älteren Menschen, die morgens mit geschwollenen Händen oder Knöcheln aufwachen. Kennst du das? Eine kleine Portion Melone zum Frühstück könnte eine einfache, aber wirkungsvolle Veränderung sein. Probier es mal aus. Eine kleine Schale gekühlte Melone mit einer Prise Zimt statt Müsli oder Toast. Deine Gelenke werden es dir danken und es schmeckt köstlich. Übrigens, dieses trockene, spannende Gefühl auf der Haut oder an den Lippen. Oft steckt eine leichte Dehydrierung dahinter, die bei Älteren häufig vorkommt. Auch hier hilft die Melone. Mit mehr 90% Wasseranteil spendet sie Feuchtigkeit von innen. Das kann die Haut elastischer halten, die Verdauung unterstützen und sogar leichte, durch Flüssigkeitsmangel verursachte Kopfschmerzen lindern. Bleib dran, denn gegen Ende des Videos zeige ich dir, wie du Melone mit einer günstigen Zutat kombinierst, die du bestimmt schon zu Hause hast. So werden Blutzuckerspitzen weiter gedämpft. Und die Ballaststoffe in der Melone. Sie sind sanft, aber wirkungsvoll bei Verstopfung oder einer trägen Verdauung. Im Alter braucht dein Körper keine grobe, reizende Faser. Sanfte Unterstützung ist ideal. Die bekommst du von der Melone. Besonders, wenn du sie in Maßen und langsam genießt. Ein kleiner Tipp. Schneide die Melone in Würfel und bewahre sie gut sichtbar im Kühlschrank. Wenn gesundes Essen griffbereit ist, greifen wir viel lieber zu. Verrate mir doch in den Kommentaren, ob du lieber Honigmelone oder Kantalope magst. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ist Melone nicht zu süß für Diabetiker? Aber die natürliche Süße ist nicht mit Industriezucker vergleichbar. Viele Zuschauer berichten, dass ein Stück Melone am Nachmittag sie vor der Lust auf Limo oder Süßigkeiten bewahrt. Das ist ein großer Schritt. Kommen wir zum Thema Fußschmerzen. Viele Diabetiker kennen das, besonders am Abend. Melone kann Entzündungen nicht heilen, aber ihre hydrierende Wirkung hilft, sie zu reduzieren. Wenn dein Körper besser durchfeuchtet ist, entspannen sich deine Muskeln und Gelenke leichter. Absolut, etwas Stretching kann sehr wohltuend sein.
Eine Melone lässt sich aber auch prima zu einem Smoothie verarbeiten. Für ein erfrischendes Getränk, das nach Sommer schmeckt, mixe sie einfach mit etwas Gurke und Minze. Verzichte auf zusätzlichen Zucker, die Frucht ist süß genug. So ein Drink ist besonders belebend, wenn du dich in letzter Zeit oft steif oder müde fühlst. Hier ist eine Idee für einen entspannenden Abendsnack: Melonenwürfel mit ein paar frischen Minzblättern und einem Spritzer Limette. Das ist leicht, beruhigend und fühlt sich trotzdem wie eine kleine Nachspeise an. Viele ältere Menschen schlafen schlecht und diese Kombination liegt nachts nicht schwer im Magen. Probier es aus und berichte mir von deinen Erfahrungen. Kennst du das? Du hast genug geschlafen, aber fühlst dich dennoch den ganzen Tag über schlapp und schwerfällig. Dieses träge Gefühl kann von zu wenig Flüssigkeit oder einem schlechten Kreislauf kommen. Melone kann hier mit ihrem Wasser und Mineralstoffen wie Kalium deinen Energielevel und deine Durchblutung ankurbeln. Viele Senioren haben einen leichten Magnesiummangel. Auch hier steuert die Melone einen kleinen Beitrag bei. Magnesium kann die Stimmung heben, den Schlaf verbessern und sogar Muskelkrämpfe lindern. Es ist besser, sie am Vormittag oder abends zu genießen, wenn die Verdauung aktiver ist als am Abend. Achte einfach darauf, wie dein Körper reagiert. Du bist nicht allein, wenn du dich von all den Ernährungsregeln überfordert fühlst. So vielen Menschen wurde jahrelang Nein gesagt. Keine Früchte, kein nichts Süßes, keine Kohlenhydrate. Hier bei uns dreht es sich alles um das Ja. Ja zu natürlichen Lebensmitteln, Ja zur Balance und Ja dazu, auf die Signale deines Körpers zu hören. Der Schlüssel liegt in kleinen, beständigen Schritten und nicht in großen Sprüngen. Wenn du unter Gelenkschmerzen, Fußbeschwerden oder Antriebslosigkeit leidest, mach doch einen kleinen Versuch. Iss 5 Tage lang täglich etwas Melone und beobachte, wie du dich fühlst. Dein Körper spricht zu dir. Wir müssen nur geduldig zuhören. Vergiss nicht, die wirksamsten Veränderungen sind die, die sich machbar anfühlen. Du brauchst keine teuren Pillen oder komplizierten Pläne. Manchmal reicht es, heute und morgen für die Melone anstelle des Kekses zu entscheiden. Und diese Frucht ist perfekt, um sie mit den Enkeln zu teilen, wenn sie zu Besuch sind. Schneide sie in Stücke, serviere sie kühl und sieh zu, wie alle Augen strahlen. Das Wichtigste ist der gemeinsame, unbeschwerte Moment. Denk immer daran, Gesundheit geht es nicht um Perfektion. Es geht darum, deinem Körper Tag für Tag mit kleinen Aufmerksamkeiten etwas Gutes zu tun. Und es ist schon ein Erfolg, wenn die Melone dich erfrischter, ausgeglichener und leichter fühlen lässt. Du hast es verdient, gesehen und bestärkt zu werden. Und zwar mit echten, natürlichen Lösungen, die es schon in deiner Küche gibt. Dafür steht dieser Kanal. Wenn auch du glaubst, dass kleine Schritte etwas bewirken, dann tippe doch einfach Melone in die Kommentare, bevor wir weitermachen. Wer weiß, vielleicht ermutigt dieses eine Wort jemanden, es selbst zu probieren und sich schon am nächsten Tag besser zu fühlen. Du weißt nie, wen du damit erreichst. Lass uns jetzt über eine Frucht sprechen, die im Obstregal oft übersehen wird. Die Pflaume. Eine bescheidene Frucht, klein, lecker und vielleicht eine der effektivsten Blutzuckerhelfer, über den niemand spricht. Wenn du bisher an Pflaumen vorbeigegangen bist, weil du dachtest, sie seien zu süß, damit bist du nicht allein, aber vielleicht solltest du noch einmal einen Blick darauf werfen. Pflaumen sind von Natur aus süß, doch ihr Ballaststoff- und Antioxidantiengehalt wirkt ausgleichend. Das heißt, sie wirken nicht wie ein Schokoriegel auf dein Blut. Stattdessen setzen sie ihre Energie allmählich frei und geben deinem Körper einen sanften Schub, ohne Zuckerrush. Für Diabetiker ist das entscheidend. Ein weniger bekannter Vorteil der Pflaume ist ihre verdauungsfördernde Wirkung. Wenn du dich nach dem Essen oft schwer oder aufgebläht fühlst, können 1 bis 2 frische Pflaumen auf sanfte, natürliche Weise für Bewegung sorgen. Diese Frucht unterstützt deine Verdauung, ohne Unruhe oder Unbehagen zu verursachen. Pflaumen können auch bei Entzündungen helfen, besonders im unteren Rücken oder in den Knien. Sie enthalten spezielle Stoffe, sogenannte Polyphenole, die Entzündungen im Körper reduzieren. Langfristig kann die tägliche Pflaume zu einer echten Wohltat für deine Gelenke werden. Aber das ist nicht alles. Viele der Senioren, mit denen ich spreche, berichten von Steifheit am Morgen oder nach langem Sitzen.
Wenn das auf dich zutrifft, versuche doch Pflaumen in dein Frühstück einzubauen. Einfach eine zerkleinerte Pflaume ins Haferflocken oder Joghurt mischen, das bringt Farbe, Geschmack und eine extra Portion Ballaststoffe und Antioxidantien. Bleib dran, denn am Ende verrate ich dir einen einfachen Pflaumentrick, ein Rezept mit nur 2 Zutaten, das in unter 5 Minuten zubereitet ist und den Blutzucker nach dem Essen senken kann. Einfach, lecker und ideal für alle über 60. Das solltest du nicht verpassen. Kommen wir zu einem wichtigen Thema: Verstopfung. Niemand spricht gerne darüber, aber seien wir ehrlich, mit zunehmendem Alter ist das keine Seltenheit. Pflaumen, besonders mit Schale, sind eine milde Unterstützung. Sie liefern Ballaststoffe und Feuchtigkeit, damit dein System ohne Anstrengung arbeiten kann. Viele denken, dass nur frische Pflaumen diesen Effekt haben, aber auch die getrockneten Varianten sind hilfreich. Schon 1 bis 2 Pflaumen täglich können viel bewirken, besonders wenn du auch auf deine Flüssigkeitszufuhr achtest. Eine angenehme, einfache und natürliche Veränderung. Kennst du das? Dieses Nachmittagstief gegen 3 Uhr, wenn die Lust auf Süßes hochkommt. Nimm dann lieber eine Pflaume, anstatt einen Keks oder ein süßes Getränk. Sie ist süß genug, um das Verlangen zu stillen, aber ohne den Blutzucker in die Höhe zu treiben. Pflaumen können auch bei nächtlichen Wadenkrämpfen oder Unruhe in den Beinen helfen. Sie enthalten Magnesium und Kalium, die die Muskeln entspannen. Es ist kein Wundermittel, aber die Wirkung entfalten sie mit der Zeit. Besonders in Kombination mit etwas Stretching oder einem kleinen Abendspaziergang. Wenn du Lust auf etwas Süßes hast, aber kein schlechtes Gewissen haben möchtest, probier doch gebackene Pflaumen. Einfach mit Zimt und etwas Zitronensaft beträufeln und für 10 Minuten in den Ofen. Hast du in letzter Zeit Pflaumen probiert? Wie isst du sie am liebsten? Schreib mir das Wort Pflaume in die Kommentare, um zu zeigen, dass du dabei bist. Und wenn du ein Rezept oder einen Tipp hast, teile ihn gerne. Dein Wissen könnte für jemand anderen sehr wertvoll sein. Manche Senioren machen sich Sorgen, dass Obst zu süß ist. Bei Pflaumen ist die Süße aber nur ein Teil des Gesamtpakets. Mit Flüssigkeit, Ballaststoffen und Antioxidantien ist es ein Gewinn, kein Risiko, wenn etwas Leckeres gleichzeitig deinem Körper gut tut. Warum probierst du es nicht einfach aus und beobachtest, was passiert? Höre auf deinen Körper und lass dich von ihm leiten. Hier ist eine kreative Idee für den Sommer. Friere Pflaumenspalten einfach ein und genieße sie als natürliches Fruchteis. Erfrischend, kalorienarm und perfekt für heiße Tage. Wenn dir die säuerliche Schale nicht liegt, kannst du sie auch entfernen. Aber denk dran, in der Schale stecken viele Ballaststoffe und Nährstoffe. Probier am besten beide Varianten aus und finde heraus, was dir besser schmeckt. Pflaumen können sogar deine Stimmung verbessern. Ihre Antioxidantien unterstützen die Gehirngesundheit und verringern oxidativen Stress. Beides wichtig für emotionales Gleichgewicht und mentale Klarheit. Wer hätte gedacht, dass so eine kleine Frucht so viel bewirken kann? Und jetzt der versprochene einfache Pflaumentrick. Bestreue eine reife, geschnittene Pflaume mit einer Prise Zimt. Das Zimt hilft, Blutzuckerspitzen abzufedern. All das kann auch für andere wertvoll sein. Stück für Stück, mit jedem freundlichen Wort, erschaffen wir hier etwas Besonderes. Und hier sind die versprochenen, sofort umsetzbaren Rezepte für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Zum Frühstück: eine kleine Schale Cantaloupenmelonenwürfel mit einem Löffel Naturjoghurt und einer Prise Zimt. Das macht satt, ist leicht und hält den Blutzucker stabil. Als wohlig warmes Dessert: backe Pflaumenspalten mit Zimt und ein paar Spritzern Zitronensaft. So entsteht ein natürlich süßer Genuss ganz ohne Zucker. Pur oder mit einem Klecks ungesüßtem Apfelmus. Für den frischen Nachmittag: mixe Melone, Gurke, Minze und etwas Zitronenwasser zu einem erfrischenden Getränk, das hydriert und die Lust auf Süßes mindert. Ideal an heißen Tagen. Der schnelle Snack: geschnittene Pflaumen mit ein paar Walnüssen. Die Mischung aus süß und knackig, kombiniert mit den guten Fetten, verlangsamt die Zuckeraufnahme. Perfekt, ohne Blutzuckerachterbahn. Ein leichtes Mittagessen: gib Melonenstücke und Sonnenblumenkerne in einen grünen Salat mit gegrilltem Hähnchen. Ein leichtes Dressing aus Olivenöl rundet es ab. Farbenfroh, belebend und sättigend.
Der schlaffördernde Abendimbiss. Eine kleine Pflaume und eine Handvoll Mandeln. Die Ballaststoffe unterstützen die Verdauung über Nacht, die natürlichen Zucker belasten deinen Körper nicht. Eisige Erfrischung. Friere kleine Melonenstücke in einem Gefrierbeutel ein. An warmen Tagen sind sie wie fruchtiges Eis am Stiel, die dich ohne Zucker mit Flüssigkeit versorgen. Kompottvariante. Koche Pflaumen mit etwas Wasser, Gewürzknelken und Zimt weich. Ein wärmendes, wohlschmeckendes Kompott, das ganz ohne zusätzlichen Süßstoff auskommt. Hier ist die überarbeitete und ins Deutsche übersetzte Version deines Textes gemäß allen gestellten Regeln. Wenn du etwas Sicheres und Süßes brauchst, lass es abkühlen und genieße einfach einen Löffel davon. Du kannst es sogar auf dein Vollkornbrot streichen. Es ist wie ein nährstoffreicher Aufstrich. Für einen schnellen Snack für unterwegs. Mische Melonenwürfel, Pflaumenspalten und ein paar Stücke Streichkäse oder Nüsse in eine Box. Diese süß-salzige Kombination weckt deine Geschmacksnerven und fühlt sich an wie eine kleine Auszeit. Probier doch eine dieser Ideen aus und schreib mir in die Kommentare, welche dir am besten gefallen. Berichte einfach, welches Rezept für dich funktioniert hat. Vielleicht inspirierst du damit auch jemand anderen und hilfst ihm ein bisschen besser zu fühlen. Schau gleich mal, was ich für dich auf dem Bildschirm eingeblendet habe. Falls dir die Tipps von heute geholfen haben, würde mich vor unserem nächsten Thema interessieren, wo du gerade zuschaust. Hast du Fragen? Dann schreib sie mir unten in die Kommentare. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du die besten Gesundheitstipps von Senior Gesund TV nicht verpasst. Und damit ich weiß, dass du auch wirklich dabei bist, wenn dir dieses Video etwas gegeben hat, tippe doch eine 1 in die Kommentare. Wenn nicht, eine 0.